blauen Flecke haben mich immer begleitet eigentlich, bis zur Milzoperation, wo dann wirklich das Blutbild besser geworden ist. Und die Knochenschmerzen, das waren so von Anfang an. Und oft haben wirklich in der Schule meine Eltern einen Verdacht bekommen, dass sie mich hauen, weil ich immer blaue Flecken gehabt habe. Wie sie mich dann geschaut haben, ob ich auch den Gaucher habe oder nicht, haben sie mich halt am Tisch gelegt. Der Doktor hat die Milz abgetastet und hat gesagt, die hat es auch. Also es hat schon im Mutterleib ist schon die Milz gewachsen bei mir. Im ersten Lebensmonaten habe ich schon Nasenbluten bekommen. In der Nacht hat es angefangen zu bluten. Oft bin ich stundenlang über die Wasserleitung und habe es ausrinnen lassen. Habe gezählt, die Tropfen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so geschwind hat es getropft. Das Nasenbluten hat mich natürlich mein Leben lang begleitet. Neben Nasenbluten waren noch sehr arg meine Knochenprobleme, die ich auch schon im Kleinkindesalter gehabt habe. Da bin ich dann auf einmal nicht mehr gegangen und meine Mama hat immer gesagt, die Ilse kann auf einmal nicht gehen. Und wahrscheinlich habe ich mich da irgendwie durch die Schmerzen, die da waren, bin ich gekrabbelt. Morbus Gaucher ist eine Speichererkrankung, wo sich im Laufe des Lebens eben Material, Glucocerebrosid in diesem Fall, anreichert in verschiedenen Organen. Die Organe, die besonders betroffen sind, sind mal die Milz, auch die Leber und der Knochen, besonders auch das Knochenmark. Leider ist es so, dass es in der Praxis der Weg vom ersten Symptom bis zur Diagnose meist mehrere Jahre lang ist, manchmal sogar über 10 Jahre. Wie ich dann älter geworden bin und aus dem Kinderarzt herausgekommen bin, bin ich dann viel im Spital gewesen. Da hat mir jeder gesagt, ja, du hast Gaucher, aber wir können eh nichts dagegen tun. Und es war halt für mich immer ganz schrecklich. Es waren immer fürchterliche Untersuchungen, vor denen ich mich halt sehr gefürchtet habe. Und dann war es wieder so arg, dass 14 Tage ununterbrochen Schmerzen. Man kann gar nicht, ich habe immer gesucht, mit meinen Füßen oder mit den Händen, irgendeine Belastung, wo kann ich es hinlegen, damit der Schmerz nachlässt. Ich bin eigentlich immer arbeiten gegangen. Oft habe ich nicht gewusst, wie ich hinkomme, weil es mir so weh dann hat. Später hat man dann mal gesagt, da hätte man sogar Morphium gebraucht, damit diese Schmerzen gedämpft werden. Dann habe ich nur mehr geblärt und dann habe ich gedacht, die liegen mich alle an und wieso ist das wiederum? Und wie schaue ich in 10 Jahren aus? Eine Hüfte heute 10, 15 Jahre, die erste hat nur 6 Jahre halten, die Knochen sind vielleicht nicht so gut, dass das haltet. Also das war eigentlich wirklich mein größter Tiefpunkt. Was dann noch sehr hart war, das will ich auch dazu erwähnen, ich war da ein halbes Jahr fast nur im Spital oder mit denen benannt und da waren so viele junge Menschen. Ich weiß noch, und das denke ich mein Leben lang. 3 junge Männer, aber alle 3 sind gestorben. Unter den heutigen Therapien ist beschwerdefreies Leben für Patienten mit Morbus Gaucher definitiv möglich und auch, man muss sagen, der Normalzustand. Das ist eben die sogenannte Enzymersatztherapie, bei der bekommt der Patient in regelmäßigen Abständen, typischerweise alle 2 Wochen, eine Infusion mit einem Enzym. Die erste Infusion, ja, habe ich mich leichter gefühlt, die Welt war heller. Es war irgendwie für mich, es war alles anders. Das Schwere in mir war schon von der ersten Infusion an, hat man das gemerkt. Heute muss ich sagen, von der Selbsthilfegruppe, wir sind Freunde. Wir freuen uns, wenn wir uns alle Jahre sehen und es ist wunderschön zu beobachten, wie es allen jetzt gut geht. Manche sagen sogar, wenn ich schon eine seltene Erkrankung habe, dann suche ich mir einen Gaucher aus, weil da kann ich was dagegen tun. Dankbarkeit, also in dem Wissen, dass ich halt, heute weiß, wenn ich das nicht bekommen hätte, ich glaube, ich lebe nicht mehr. Also ich kann mir es nicht vorstellen. So eklatant wie ich betroffen war, wirklich immer mit diesen Schmerzen, starken Schmerzen, das Fieber dazu. Also ich glaube, und heute habe ich ein normales Leben. Ganz ein normales. Mit eben Radl fahren und spazieren gehen und Kinder und Enkeln. Ja, es ist einfach herrlich, dass ich das haben darf.